Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein ganz einfaches und schnelles Weihnachtsdessert-Rezept für euch für so eine traumhafte Spekulatius-Tiramisu mit Bratäpfeln und einer leckeren Karamellcreme. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Erst werde ich die Äpfel vorbereiten, schälen und entkernen und danach in solche kleine Würfel hacken. Dann die Äpfel in eine große Pfanne geben mit 3 Esslöffeln brauner Zucker oder normaler raffinader Zucker, 1 bis 2 Teelöffel Vanille und etwa eine halbe bis eine Teelöffel Lebkuchengewürz. Dann das Ganze zum Köcheln bringen, bedecken und etwa 10 Minuten weich köcheln lassen. Die Zeit kann etwas variieren, abhängig von der Apfelsorte. Nachdem die Äpfel schön weich geworden sind, ohne Deckel die Flüssigkeit abköcheln lassen. Es muss nicht komplett abgekocht werden, nur so, dass es weniger wird, so wie ich es hier zeige. Dann die Pfanne vom Herd nehmen und die Äpfel komplett abkühlen lassen. In der Zwischenzeit werde ich den Creme zubereiten. Erst Schlagsahne steif schlagen, dann Quark mit Karamell kurz weich schlagen und die Schlagsahne in 2 Teilen dazugeben. Kurz mit dem Mixer auf die niedrige Stufe schlagen. Dann habe ich noch ganz kurz mit dem Spatel gemixt, weil der Mixer nicht alles ordentlich gemixt hat. Dann habe ich den Rest von Schlagsahne dazugegeben, nochmal kurz mit dem Mixer geschlagen und nochmal mit dem Spatel gemixt, bis alles schön gleichmäßig gemixt wurde. Dann ganz wichtig, abschmecken und wenn nötig etwas mehr Karamell dazugeben. Und dann, wenn die Äpfel komplett abgekühlt sind, können wir auch den Dessert zubereiten. Erst eine Schicht Kekse und dann 1/3 Creme dazugeben. Es kann etwas schwierig sein, den ersten Schicht von Creme gleichmäßig zu verteilen, weil die Kekse sich dabei etwas bewegen, dann einfach die Kekse etwas festhalten und den Creme schön gleichmäßig verteilen. Danach kommt der erste Schicht von Äpfeln und auch hier 1/3 Äpfeln auf das Creme schön gleichmäßig verteilen. Dann kommt der nächste Schicht von Keksen und die Kekse ganz leicht in das Creme drücken. Dann das nächste Schicht von Creme, wieder 1/3 oder jetzt Hälfte von den übrigen Creme und hier auch schön gleichmäßig auf die Kekse verteilen. Dann nochmal 1/3 Äpfel auf dem Creme verteilen und das Ganze nochmal wiederholen. Den letzten Schicht kannst du so dekorieren, wie du möchtest. Ich habe mit 3 Spekulatiuskeksen dekoriert und den Bratäpfeln. Aber natürlich kannst du auch nach deinem Geschmack etwas anders dekorieren. Wenn du nicht so viel mit den Bratäpfeln dekorieren möchtest wie ich hier, ich habe ziemlich viel Bratäpfel auf der oberen Schicht, dann kannst du auch etwas weniger Äpfel für das Rezept nehmen. Dann den Dessert mit Frischhaltefolie bedecken und für mindestens 6 Stunden kalt stellen. Dann hat der Creme etwas Zeit fester zu werden und die Kekse schön weich zu werden. Lass es dir schmecken. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen. Wie gesagt, es ist sehr schnell, sehr einfach gemacht. Ich habe den Rezept diesmal mit Bratäpfeln gemacht, aber du könntest auch genau das gleiche mit Birnen machen und das wird auch traumhaft lecker schmecken. Ich liebe solche Desserts, weil die sehr einfach gemacht sind. Man kann eine große Portion sehr schnell machen. Man kann es einen Tag zuvor zubereiten oder auch an denselben Morgen und dann an dem Abend servieren. Du kannst den Dessert so wie ich heute in so einer großen Form machen oder du kannst es natürlich auch in kleine Gläser und dann so
für jeden ein kleines Dessert zubereiten. So geht es natürlich schneller, aber wenn du es in eine separaten Gläser machen möchtest, dann kannst du es auch so machen. Wenn dir solche ganz einfache Rezepte gefallen und wenn du noch mehr Inspiration für Weihnachten brauchst, dann werde ich erstmal meine Kirsch-Spekulatius-Tiramisu-Rezept für dich hier verlinken und auch meine anderen Weihnachtsrezepte auch noch hier verlinken. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Ich wünsche dir und deiner Familie eine wunderschöne Weihnachtszeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.